Damit herzlich willkommen zum nächsten Video. Es ist ein technisches Video, wird es wieder, weil wir uns schon wieder vorbereiten für die Rallye Monte Carlo Historique. Wir haben jetzt den 1. November und ja, weiß nicht, ich finde es krass, wie die Zeit verrennt. Kaum Rallyes gefahren dieses Jahr, aus beruflichen Gründen war es leider nicht möglich. Aber er muss jetzt wieder raus, Kupplung einmal gucken, weil wir Probleme hatten in der Eifel, also gefühlt Probleme mit der Kupplung. Und das, was ihr ja wahrscheinlich auf den ein oder anderen Videos gesehen habt, beziehungsweise ja auch auf meinem Video. Er hier immer noch traurig aus der Wäsche guckt. Es gibt keine neue, beziehungsweise es gibt die irgendwie nicht mehr, diese Schürze. Deswegen will ich unbedingt versuchen, die zu reparieren und dieses Stückchen hier nachzumodellieren. Ja, mal gucken, wie es funktioniert. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich es machen soll. Schöne Grüße an denjenigen, der damit abgehauen ist mit diesem Stückchen hier. Look out for a man who robbed a store. And I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Das hätte mir geholfen. Ich hoffe, das hat einen guten Platz gefunden. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Und natürlich wolltest du schon immer mal wissen, wie man den da rausbekommt. Und das folgt jetzt. Allererstes ist natürlich das Kratzblech. Das schönste einmal Deutschland. Antriebswellen. Solltest du alleine sein, brauchst du alternde Unterstützung, um gegenzuhalten. Die eine Leitung, auf die man nie Bock hat, weil sie nie losgehen will. Sicherheitsseil, damit der Motor nicht rausfallen kann. Zweites Sicherheitsband gegen Rausfall. Filter. Ach, okay, belassen wir es einfach an dieser Stelle und lassen ihn einfach rausfallen. So, ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dieser tollen Anleitung hoffentlich alle einen 3,2 Liter Motor halbwegs ausbauen. Weiter geht's jetzt mit der Kupplung, Treibscheibe gucken und natürlich der Frontschütze. So, Getriebe haben wir jetzt schon mal abgeflanscht und ich finde es immer heftig, wie viel Dreck sich hier auf der Ausrückgabel befindet. Also das ist jetzt von einer Rallye. Quasi das ist die Fläche, die auf das Ausrücklager geht und dann die Druckplatte betätigt. Und unser Getriebebauer sagt immer schon, ja, Fett ist am besten nicht, aber irgendwie weigert man sich trotzdem. Mal schauen, wie es der Kupplung geht. So, Moment der Wahrheit. Sexy Rexy mit Kamera auf dem Kopf. Schauen wir mal. Oh ja. Hat sich der Ausbau gelohnt des Motors. Also, wenn man das so sehen kann. Hier sind richtig fette Riefen drauf. Auch richtig angelaufen und die Reibscheibe auch richtig blau. Jo, also in der Eifel hatte ich ja schon das Gefühl, dass da irgendwas rutscht und es roch auch brutal nach Kupplung. Dann hat sich das wohl bewahrheitet und für die lange Monte ist es jetzt auf jeden Fall gut, wenn wir die einmal gewechselt haben oder wechseln. Ja, schön, herrlich. Wie lange hat sie gehalten? 3 Rallyes. Nicht schlecht. Weiter geht's mit der Frontschütze, allerdings mit einer kleinen Planänderung. Ich habe jetzt schon mal hier angefangen, alles freizuschleifen, aber überall sind doch irgendwo Risse gewesen und die hat dann doch schon echt gelitten. Also das ist mir dann doch zu krass. Das Stückchen hätte ich jetzt hier irgendwie noch gerne nachmodelliert, das hätte ich gerne gezeigt. Funktioniert, also traue ich mir jetzt nicht zu. Ist wie es ist. Und ich hatte anfangs gesagt, es gibt keine Frontschützen mehr. Doch, es gibt noch Frontschützen, allerdings so eine vermeintlich eher klobige. Das bedeutet, also klobig meint, diese Öffnung, ja, die haben wir zwar jetzt hier gerade noch, aber normalerweise nicht, brauchen wir auch nicht. Das heißt, ich muss hier hinten sowieso alles wegcutten, weil da die Ölleitungen vorne lang gehen. Bedeutet also jetzt diese Frontschütze schnell anpassen, damit sie zum Lackierer kann, weil wir heute schon den 15. Dezember haben. Also mit Vollgas muss es jetzt weitergehen. Auf geht's!
Frontschütze passt jetzt einigermaßen. Allerdings müssen wir wieder improvisieren. Keine Zeit mehr für einen Lackierer. Ist jetzt der 29.12. mittlerweile. Das heißt, selbst ist der Mann, 3020 ist der Rahlton, verkehrsrot. Mal schauen, wie es wird. Was ich euch jetzt auch nochmal schnell zeigen wollte, das hat auch nur 3 Rallyes gehalten. Also hier, dieser Fabrikat oder diese Firma hat gefühlt die Löcher hier nicht angefasst. Und die sitzen sowieso alle immer zu mit Bremsbelag sozusagen. Diese Firma hat immerhin mal angefasst, also davon erhoffe ich mir jetzt ein bisschen mehr, dass die vielleicht auch ein paar mehr Rallyes durchhält. Das Gute ist natürlich, wenn wir bei der Monte im Schnee unterwegs sind, dass auch der Feuchtigkeitseintrag auf der Scheibe über die Löcher besser weggeht. Also deswegen vorne nochmal gelocht, hinten ganz normal. Das nur so beim Rande, wie ich die Scheiben wechsle, das zeige ich euch jetzt nicht. Was ich jetzt aber auch nochmal machen wollte in der Zwischenzeit ist Ventil spielen. Auch spannend, hat nach 3000 Kilometern nach meinem Motorenbau. Mal schauen, wie es da drin aussieht. So, neuer Tag, neues Glück. Gestern habe ich noch die Bremsscheiben montiert. Das sieht jetzt wieder schick aus. Und dann hatten wir glücklicherweise noch eine komplette Kupplung hier zu Hause liegen. Das heißt, Getriebe ist auch schon wieder dran mit einer schönen neuen Kupplung. Und jetzt ist Ventilspiel dran. Ich bin jetzt schon einmal vereinzelt durchgegangen und es hat sich tatsächlich bewahrheitet. Das ist jetzt zum Beispiel Zylinder 1, also der steht jetzt im Moment auf Zünd-OT, sodass die Ventile nicht betätigt werden durch die Kipphebel. Und dann habe ich hier so eine Doktoren-Fühlerlehre quasi und kann hier zwischen Kipphebel und Ventil einmal fühlen. Und die kann ich halt quasi so einmal ohne groß Kraft aufzuwenden einfach durchschieben. Das heißt, hier werde ich noch mal ein bisschen nachstellen müssen. Das werde ich jetzt noch schnell einstellen und ich schaue schon drauf auf die Frontschütze, die ist über Nacht getrocknet. Mal schauen, ob ich den Farbton getroffen habe. So, Ventilspiel passt. Schauen wir mal, wie es da vorne aussieht. Ich denke, was neu ist und was alt ist, ist klar. Also, was natürlich fehlt, sind die Steinschläge und ein paar Kratzer. Aber eigentlich, ich habe hier noch ein bisschen Licht, eigentlich geht es. Also das ist jetzt, ich habe jetzt einfach mal Verkehrsrot Halbglänzen genommen. Müsste eigentlich passen. So, mit Klebeband hält sich schon mal. Und ich finde, eigentlich geht's. Verkehrsrot halbglänzend. Scheint wohl die Farbe zu sein. Also wird das die Optik sein. Na toll. Für die Monte. Und mit der neuen Optik beende ich jetzt das Video. Hier kommt natürlich noch ein Gitter rein. Und hinten muss natürlich noch ein Mopediergerät rein. Aber das mache ich jetzt so. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen guten Rutsch in das neue Jahr. Kommt alle gesund rein. Wir sehen uns bei der Monte wieder. Jetzt gibt es noch einen kleinen, wie Herr Kremer sagt, Carporn, allerdings auf der Bühne. Das gab es wahrscheinlich auch noch nicht so. Von einem halbfertigen Auto. Bis dahin, kommt alle gut rein. Ciao.